Wir sind endlich am Hauptbahnhof angekommen. Das Gebäude ist wirklich riesig. So viele Menschen überall. Ja, besonders heute am Freitagmittag ist hier extrem viel los. Wo müssen wir jetzt hingehen? Unser Zug fährt in 40 Minuten. Zuerst brauchen wir unbedingt unsere Fahrkarten. Hast du die Tickets nicht schon gestern im Internet gekauft? Nein, die App auf meinem Handy hat leider nicht funktioniert. Oh, das ist ärgerlich. Dann müssen wir jetzt einen Automaten suchen. Da drüben am Eingang stehen 3 große rote Ticketautomaten. Lass uns schnell dorthin gehen. Die Schlange ist nicht so lang. Gut, ich habe meinen Rucksack auf dem Rücken. Der ist ziemlich schwer. Mein Koffer rollt zum Glück sehr leicht über diesen glatten Boden. Es riecht hier überall nach frischen Brezeln und Kaffee. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Kaufen wir später noch etwas? Ja, wenn wir die Tickets haben, holen wir uns einen Snack für die Fahrt. Das ist ein guter Plan. Der Weg bis nach München ist ja ziemlich lang. 4 Stunden mit dem ICE, wenn alles nach Plan läuft. Hoffentlich haben wir heute Glück mit der Deutschen Bahn. Wir werden sehen. Der Mann vor uns am Automaten ist gleich fertig. Bereite schon mal deine Kreditkarte vor, Max. Ich habe mein Portemonnaie schon in der Hand. Super, jetzt sind wir an der Reihe. Okay, ich tippe auf den großen Bildschirm. Hoffentlich ist das Menü nicht zu kompliziert. Also, Startbahnhof ist Berlin Hauptbahnhof. Das stimmt schon mal. Und als Zielbahnhof musst du jetzt München Hauptbahnhof eingeben. Ich tippe das M, das Ü, das N. Ah, hier steht es schon in der Liste. Klick darauf. Wir brauchen 2 Tickets für Erwachsene in der 2. Klasse. Okay, 2. Klasse. Möchten wir auch Sitzplätze reservieren? Auf jeden Fall. An einem Freitag bekommen wir sonst keinen Sitzplatz. Das kostet 4,50 € extra pro Person. Das ist mir völlig egal. Ich möchte 4 Stunden lang bequem sitzen. Einverstanden. Ich habe 2 Plätze am Fenster ausgewählt. Das ist toll, dann können wir die Landschaft beobachten. Jetzt drücke ich auf Bezahlen. Der Preis ist 192 €. Das ist nicht billig. Steck deine Karte in den Schlitz dort unten. Mache ich. Ich stecke die Karte rein und warte. Auf dem Bildschirm steht Bitte warten. Vorgang wird bearbeitet. Es dauert aber ganz schön lange. Das kleine Rad auf dem Display dreht sich. Vielleicht ist die Internetverbindung vom Automaten gerade schlecht? Oh nein, jetzt leuchtet das Display rot auf. Vorgang abgebrochen. Was? Warum denn das? Versuch es doch einfach noch einmal. Ich ziele die Karte raus und stecke sie wieder rein. Es funktioniert wieder nicht. Kartenleser-Defekt steht da jetzt. Verdammt, ausgerechnet jetzt geht dieser Automat kaputt. Reg dich nicht auf. Wir haben noch genau 30 Minuten Zeit. Dann müssen wir jetzt wohl zum Reisezentrum gehen und uns dort anstellen. Schau, das Reisezentrum ist gleich da vorne links. Komm mit. Hier drin im Reisezentrum ist es viel ruhiger als in der großen Halle. Ja, aber schau dir mal diese lange Schlange an den Schaltern an. Wir müssen eine kleine Nummer aus diesem Apparat ziehen. Hier, ich habe auf den Knopf gedrückt. Wir haben die Nummer 87.
Und welche Nummer steht oben auf dem Monitor? Dort steht Nummer 80. 7 Leute sind also noch vor uns dran. Das schaffen wir in 30 Minuten, oder? Normalerweise schon. Die Mitarbeiter an den Schaltern arbeiten sehr schnell. Ich bin trotzdem ein bisschen nervös. Ich hasse es, mich zu beeilen. Entspann dich. Der Zug fährt nicht ohne uns ab. Wir sind pünktlich hier. Nummer 83 wird gerade aufgerufen. Es geht vorwärts. Siehst du? Wir haben noch genug Zeit für die Tickets und die Brezeln. Ich hoffe es sehr. Hast du eigentlich unsere Bahncard dabei? Ja, die Bahncard 25 habe ich in meiner Handtasche. Perfekt. Damit wird die Fahrt nach München ein bisschen billiger. Es macht Bing. Auf dem Monitor leuchtet jetzt unsere Nummer, die 87. Schalter Nummer 4. Das ist die freundliche Dame dort drüben. Guten Tag, wir brauchen bitte 2 Tickets nach München. Für den ICE in 25 Minuten bitte. Mit einer Sitzplatzreservierung. Die Frau tippt schnell auf ihrer Tastatur. Wir haben Glück, es gibt noch Plätze. Hier ist unsere Bahncard und meine Kreditkarte zum Bezahlen. Sie drückt die Tickets aus. Das ging wirklich viel schneller als am Automaten. Ja, manchmal ist der persönliche Service einfach viel besser. Sie gibt uns die Papiertickets in einem kleinen Umschlag. Vielen Dank. Wir haben die Tickets sicher in der Tasche. Jetzt bin ich erleichtert. Ich auch. Lass uns jetzt auf die große blaue Anzeigetafel schauen. Die hängt genau in der Mitte von der Bahnhofshalle. Okay, ich suche unseren Zug. ICE 700 nach München. Er soll um 14:30 Uhr abfahren. Findest du ihn? Ja, da in der 3. Zeile von oben. ICE 700. Welches Gleis wird dort angezeigt? Wir müssen nach oben, oder? Warte mal, da steht etwas in roter Schrift neben unserem Zug. Rote Schrift ist auf einer Anzeigetafel nie ein gutes Zeichen. Oh nein, da steht voraussichtlich 20 Minuten später. 20 Minuten Verspätung? Das fängt ja schon wieder gut an. Warum hat der Zug denn Verspätung? Steht da ein Grund? Da läuft ein kleiner Text. Verzögerungen im Betriebsablauf. Das kann wirklich alles bedeuten. Eine kaputte Weiche oder ein Stau. Jetzt haben wir also noch fast 50 Minuten Zeit bis zur Abfahrt. Das bedeutet, wir können uns ganz in Ruhe etwas zu essen kaufen. Das ist die positive Seite. Mein Magen freut sich über die Verspätung. Da drüben ist eine kleine Bäckerei. Die Brezeln sehen sehr frisch aus. Lass uns 2 große Brezeln mit Butter kaufen und 2 Kaffee zum Mitnehmen. Ein guter Plan. Dann haben wir genug Proviant für die Reise. Aber auf welches Gleis müssen wir eigentlich danach gehen? Auf der Tafel steht Gleis 13. Das ist ganz oben im Bahnhof. Okay, wir kaufen schnell das Essen und fahren dann mit der Rolltreppe hoch. Abgemacht. Mit Essen wartet es sich viel angenehmer auf einen verspäteten Zug. Der Kaffee ist sehr heiß. Pass auf deine Finger auf. Danke. Die warme Brezel in der Papiertüte riecht fantastisch. Lass uns zu den Rolltreppen gehen. Gleis 13 ist im obersten Stockwerk. Hier ist die Rolltreppe. Stell dich auf die rechte Seite. Das ist hoch. Man kann von hier auf die ganze Halle herunterschauen. Die Architektur dieses Bahnhofs aus Glas und Stahl ist wirklich beeindruckend.
Ja, besonders wenn die Sonne durch das riesige Glasdach scheint. Es zieht hier aber auch ein bisschen. Der Wind pfeift durch die Halle. Wir sind gleich oben. Halt dich gut fest, wenn du den Koffer ziehst. So, wir sind auf der oberen Ebene. Hier oben sind die Fernzüge. Gleis 13 und 14 sind direkt da vorne auf der linken Seite. Auf dem Bahnsteig warten schon unglaublich viele Menschen. Kein Wunder, wenn der Zug schon 20 Minuten Verspätung hat. Wir müssen schauen, wo unser Waggon hält. Welchen Waggon haben wir? Auf dem Ticket steht Waggon 21, Sitzplätze 44 und 46. Okay, dann schauen wir jetzt auf den Wagenstandsanzeiger in dem Schaukasten. Das ist dieses große Plakat mit den aufgemalten Zügen, richtig? Genau, wir suchen den ICE 700. Da ist er. Waggon 21 hält im Abschnitt C. Siehst du das kleine C da oben? Ja, die Abschnitte sind mit großen blauen Buchstaben am Dach markiert. Wir stehen gerade bei Abschnitt A. Wir müssen noch ein Stück weiterlaufen. Dann komm, wir trinken unseren Kaffee auf dem Weg zu Abschnitt C. Die Koffer rollen heute wirklich gut. Wir haben keinen Stress mehr. Nein, wir haben ja noch über eine halbe Stunde Zeit zum Warten. Hier ist Abschnitt C. Wir stellen uns einfach an dieses Geländer. Das ist ein guter Platz. Man hat hier einen tollen Blick auf den Fernsehturm. Die Sonne scheint genau auf unseren Platz. Das ist sehr angenehm warm. Ich beiße jetzt in meine Brezel. Ich habe wirklich großen Hunger. Die ist sehr weich und die Butter darin ist perfekt. Ja, eine typisch deutsche Brezel. Einfach und unglaublich lecker. Schau mal auf die digitale Anzeige hier direkt am Gleis. Da steht jetzt Verspätung circa 30 Minuten. Jetzt sind es schon 30 Minuten? Das wird ja immer mehr. Das ist leider oft so bei der Bahn. Wir müssen geduldig bleiben. Mein Kaffee ist zum Glück noch warm. Ich wärme meine Hände an dem Becher. Solange wir hier in der Sonne stehen, ist das Warten eigentlich ganz schön. Ich beobachte gerne die anderen Menschen auf dem Bahnsteig. Der Mann da drüben telefoniert sehr laut und ist richtig wütend. Er verpasst wahrscheinlich einen wichtigen Anschlusstermin in München. Wir haben zum Glück keine festen Pläne für heute Abend, nur das Hotel. Richtig, wir checken ein und gehen dann gemütlich irgendwo etwas trinken. Wenn wir heute noch ankommen, die Zeit auf der Uhr läuft weiter. Jetzt knackt der Lautsprecher über uns. Eine Durchsage kommt. Psst, sei leise, Max. Wir müssen genau zuhören, was sie sagt. Ich verstehe diese Bahnhofsdurchsagen immer so schlecht. Es hallt so extrem. Konzentrier dich auf die Worte. Es geht um unseren Zug nach München. Ich höre ICE 700 und Gleiswechsel. Oh nein, sag mir bitte nicht, dass wir das Gleis wechseln müssen. Die Stimme hat gesagt, fährt heute abweichend von Gleis 8. Gleis 8? Aber das ist doch ganz unten im Kellergeschoss. Bist du sicher? Wir sind hier ganz oben unter dem Dach. Ja, Gleis 1 bis 8 sind die Tiefbahnsteige für die Nord-Süd-Verbindung. Das ist eine absolute Katastrophe. Wir stehen hier oben mit dem ganzen Gepäck. Die Anzeige hier springt gerade um. Da steht jetzt, bitte Ansage beachten. Dann müssen wir wohl oder übel sofort nach unten laufen. Der ganze Bahnsteig setzt sich in Bewegung. Alle Leute rennen zur Rolltreppe.
Das gibt ein riesiges Chaos. Nimm schnell deine Brezel und deinen Kaffee. Ich hab alles. Lass uns lieber den Aufzug suchen. Mit dem Koffer ist das sicherer. Der Aufzug ist total überfüllt. Da passen wir niemals rein. Dann doch die Rolltreppe. Komm schnell, wir drängeln uns ein bisschen vor. Entschuldigung, dürfen wir bitte vorbei? Wir müssen nach unten zu Gleis 8. Pass auf deinen großen Rucksack auf, Max. Du stößt sonst die Leute an. Ich passe auf. Die Rolltreppe fährt leider nur sehr langsam nach unten. Es ist furchtbar heiß hier in der Mitte des Bahnhofs zwischen all den Menschen. Puh, ja, ich fange an zu schwitzen. Meine Jacke ist viel zu warm dafür. Wir sind auf der mittleren Ebene. Wir müssen noch eine Etage tiefer. Wo ist die Rolltreppe nach unten? Da drüben, rechts hinter dem Blumenladen. Ich sehe das Schild. Gleis 1 bis 8, Tiefgeschoss. Nichts wie hin. Ich laufe so schnell ich kann, aber die Menschenmenge blockiert den Weg. Bleib dicht hinter mir. Wir schaffen das schon rechtzeitig. Wenn der Zug jetzt gleich auf Gleis 8 einfährt, verpassen wir ihn. Nein, wir haben noch 10 Minuten. Wir müssen uns nur sehr beeilen. Endlich unten. Das war wirklich anstrengend mit dem schweren Rucksack. Hier unten im Keller ist es viel dunkler und kälter als oben unter dem Glasdach. Wo ist Gleis 8? Ich sehe nur Gleis 3 und 4. Wir müssen weiter den Gang hinunterlaufen. Da vorne stehen schon sehr viele Leute. Das müssen die Passagiere für unseren Zug nach München sein. Ja, auf der Anzeige steht groß ICE 700 nach München. Puh, wir haben's geschafft. Wir sind am richtigen Gleis angekommen. Aber weißt du, was das Problem bei einem Gleiswechsel ist? Wir wissen nicht, wo unser Waggon 21 hält. Genau, die Abschnitte A, B und C sind hier unten ganz anders aufgeteilt. Es gibt hier keinen Wagenstandsanzeiger, auf den wir schauen können. Wir müssen einfach hoffen, dass der Zug weit genug in den Bahnhof einfährt. Ich frage mal den Mann dort in der roten Uniform von der Bahn. Gute Idee. Er muss das wissen. Frag ihn nach Waggon 21. Entschuldigung, wissen Sie, wo Waggon 21 für den ICE hält? Der Mitarbeiter zeigt mit dem Finger ganz nach hinten zum Ende des Bahnsteigs. Er sagt, Waggon 21 ist der letzte Waggon im Zug. Wir müssen nach Abschnitt E. Abschnitt E ist fast am Ende des Tunnels. Dann müssen wir noch weiterlaufen. Na los, ziehen wir unsere Koffer noch 200 Meter weiter. Wenigstens haben wir jetzt einen klaren Plan, wo wir stehen müssen. Mein Kaffee ist mittlerweile fast kalt geworden bei dieser ganzen Lauferei. Das ist schade, aber Hauptsache, wir sitzen gleich entspannt im Zug. Hier ist das Schild für Abschnitt E. Wir stellen uns hier an die gelbe Linie. Schau, da vorne im dunklen Tunnel leuchten 2 weiße Lichter auf. Das muss unser Zug sein. Er fährt langsam aus dem Tunnel in den Bahnhof. Der ICE sieht mit seiner weißen Farbe und dem roten Streifen sehr modern aus. Er ist extrem lang. Er rollt an uns vorbei. Ich schaue auf die Nummern an den Türen. Das ist Waggon 25. Er muss also noch ein ganzes Stück weiterfahren, bis die 21 kommt. Waggon 24, 23. Es wird langsamer. Er quietscht sehr laut beim Bremsen. Waggon 22. Und da ist die 21. Perfekt. Er hält fast genau vor unserer Nase an. Der Mitarbeiter hatte recht. Die Türen leuchten grün. Ich drücke den großen runden Knopf.
Die Tür öffnet sich mit einem Zischen. Leute wollen aussteigen. Wir treten einen Schritt zur Seite und lassen die Fahrgäste zuerst heraus. Das ist die wichtigste Regel am Bahnhof. Erst aussteigen lassen, dann einsteigen. Eine Familie mit einem Kinderwagen quetscht sich gerade durch die Tür. Ich helfe dem Mann kurz, den Kinderwagen über die Stufe zu heben. Sehr freundlich von dir, Max. Jetzt ist der Weg für uns frei. Ich hebe meinen Koffer hinein und folge dir. Wir sind drinnen. Es ist hier sehr gut klimatisiert und angenehm kühl. In welche Richtung müssen wir zu unseren Plätzen 44 und 46? Die Nummern stehen oben über den Sitzen. 50, 48, hier entlang. Der Gang ist sehr eng. Pass auf deinen Koffer auf. Da sind unsere Plätze. Und zum Glück sitzt noch niemand darauf. Es leuchtet ein kleines rotes Lämpchen über den Sitzen. Da steht reserviert Berlin-München. Das System hat also funktioniert. Unser kleiner Umzug zum anderen Gleis hat sich gelohnt. Ich hebe meinen schweren Rucksack hoch und lege ihn auf die Gepäckablage. Kannst du mir mit meinem Koffer helfen? Er ist etwas zu schwer für mich. Klar, ich schiebe ihn direkt neben meinen Rucksack. So, alles ist sicher verstaut. Ich setze mich auf den Platz am Fenster. Ist das okay für dich? Natürlich, ich sitze gerne am Gang. Da kann ich meine Beine besser ausstrecken. Die Sitze sind sehr weich und bequem. Ein Segen nach dem ganzen Stehen. Ich lasse mich in den Sitz fallen. Puh, was für ein Stress am Bahnhof. Erst der kaputte Automat, dann die Verspätung und schließlich der Gleiswechsel. Das war wirklich das volle Programm der Deutschen Bahn an einem einzigen Tag. Aber wir sitzen jetzt hier. Wir haben unsere Plätze und die Brezeln. Die Tür piept laut und schließt sich automatisch. Wir rollen los. Der Zug verlässt den Bahnhof sehr sanft. Tschüss Berlin, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Nächster Halt ist München. Hast du ein gutes Buch für die Fahrt dabei? Ja, ich habe einen neuen Thriller in meiner Tasche. Und du? Ich werde einfach ein bisschen Musik hören und vielleicht aus dem Fenster schauen. Ich trinke jetzt den Rest von meinem kalten Kaffee. Er schmeckt immer noch. Prost auf eine hoffentlich entspannte Fahrt, ohne weitere Überraschungen. Der Schaffner kommt schon durch den Gang. Guten Tag, die Fahrkarten bitte. Ich habe die Tickets schon in der Hand. Hier bitte sehr. Er scannt den QR-Code auf den Papiertickets mit seinem Gerät ab. Er nickt und wünscht uns eine angenehme Reise. Das werden wir haben. Ich lehne mich jetzt zurück und schließe für 5 Minuten die Augen. Mach das. Ruh dich aus, Max. Der Urlaub hat jetzt offiziell begonnen.